Danke, Spiel. Dass du nicht jedes Mal machst du es das Salz. So, was sagt der Sound? Ist okay, gut. So, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Genshin Impact. Ja, heute machen wir den letzten Stammeschronik-Auftrag bei den Nachkommen der Baumkrone. Und je nachdem, wie lange es dauert, mache ich den für die Kinder des Echos. Machen wir den auch noch gerade hinterher, je nachdem. Glad to hear it. Things are progressing very smoothly on my end. Many of the elders have heard of your heroic deeds, including the chief.
They all speak very favorably of you. Aha. There are still those who insist that the ceremony should be performed by the bearer of the Malipo name. But they're just stuck in the past. We need to move with the times. Plus, Kanish doesn't want to do it anyway. Exactly. So, now, it's time for us to discuss the finer details of the ceremony. We covered the fire lighting part of the proceedings yesterday. The next part is the purification of the Mountain King. It's quite simple. You just need to use the sacred flame. We've done it plenty of times before, and it's always very routine. I'm sure you won't have any problems. Okay. One point I'd like to stress, though, is that you need to burn away as much of the abyssal energy as you possibly can. Okay. The more we Das kriegen wir dispel, hin. the longer the Mountain King will remain asleep. Asleep, huh? Und dann schauen wir auch mal, ob ich es irgendwie hinkriege, Zylonen zu In spielen. previous years, the Flame Bearer Weil has sie often ist been von den found Artefakten able und to Stats dispel a fertig. Fehlen nur noch sufficient ein paar amount of Talente. abyssal energy. Leider That's geht das the erst morgen. only reason why we have to Frühestens. perform the ceremony on a regular basis. But I understand that you have a lot of experience fighting against the Abyss, and you seemed to wield the sacred flame quite effortlessly yesterday. With your help, I'm optimistic this time we can dispel all the remaining abyssal energy from the Mountain King's body, freeing us from this ever-looming threat for many years to come. Nein, nein, Traveler? wir tun das nicht. So this doesn't faze you at all, huh? You clearly have a lot of confidence in yourself. Ja, mehr als mir gut tut. If that's all you really need to know, the ceremony's in 3 days. I'll come and fetch you when we're ready. In the meantime, feel free to take a look around our settlement. It would mean a lot to the elders if you got to know some of our people. And if you wouldn't mind helping them out with a few errands here and there, that would be even better. So now we have extra errands to run? Maybe we should add a little extra to the price. Würde ich auch sagen. Just a humble suggestion, that's all. It will help you gain the respect of our people, and as a mighty hero, I truly believe Das that's ist what der you letzte deserve. Auftrag, der noch I'll be fehlt. sticking Ich around hab for euch the eh schon next auf few Max. days, so if you have any Ich questions, mach das nur, weil you er know where to fehlt. find me. Seems like Kanish Und was es right. We theoretisch should go meet up with him right away. noch Kisten gibt, die ich ohne den Auftrag nicht bekomme. Auf legitime Weise. Huh, you're here. Kanish, Elder Trinidad said that. Beziehungsweise It's written on your faces. Is that the traveler in Paimon? selbst Forgive auf me for not unkonventionelle being there Wege to komme ich an welcome die you on your Kisten nicht arrival. ran, That should have been weil my die Quests duty locked as sind. chief. Und da komme ich nicht drum Hello, rum. Chief Waina. I only heard the news from Trinidad yesterday, so I asked Kinich to invite you over for a quick chat. I believe Kinich has already filled you in, so I'll get straight to the point. Firstly, I fully endorse your appointment as flame bearers for the upcoming Turnfire Night. However, What the I would fuck? like to request that you take steps to ensure the Mountain King's safety. Da Every ist die child Scheiße. of our tribe grows up hearing Fernbedienung. the tales of our heroes. From Yupanqui the Firebringer Da. to Burkina and the Mountain King who fought against the Abyss. This is our history and our heritage, the source of our pride and the Ich center glaube, of da our oben war faith. ich noch nie drin. To kill the Mountain King would be to destroy our spirit. I would never be able to face our ancestors in the Night Kingdom. Nana's death was a great tragedy, and I do not blame Trinidad for the actions he has taken. Nevertheless, I cannot allow any harm to come to the Mountain King. The very roots of our identity are at stake. My honored guests, please give this matter your serious consideration. Perhaps there is, but despite all our attempts to contain the situation over the years, we've not found it. Right now, I should like to hear where you stand on this matter. Though I sense that your mind is not yet made up, I'm still comforted by your words. There are 3 days left before the ceremony. I hope they will bring you clarity. So, Kanish, earlier you were saying that. Let's walk and talk. I'll show you around the tribe. Okay. That works too. Paimon needs to get some air after this.
Ganz ehrlich, es wäre viel einfacher. Na gut, es gibt einfache Methoden, aber das sind keine Langzeitmethoden. That's why you didn't want to be the flame bearer this time, because it's a double-edged sword. The whole Mora thing was just a sneaky excuse. Double-edged sword is right. But my response wasn't merely an excuse. To solve this exceptional problem, an exceptional price must be paid. I'm working on it. Ja, super. Really? Well, come on then, let's hear it. In a moment. Didn't you have a question you were about to ask me? Oh, yeah. What was it again? Oh, right. We need to talk about how he's completely unhinged. I agree that he has a problem. He needs disciplining, so I hired him a teacher. Das Ding kann man unterrichten. Oh, Paimon would love to see him get scolded for bad behavior. Ich glaube eher der Lehrer haut ab. Moving on. When we ran into a house, he said you two were investigating some abyss thing together. Is that related to the whole Mountain King situation? Probably. Yes, that's the angle I've been working on. I'm a Saurian hunter, but I occasionally hunt the abyss too. One time I was pursuing some purple demonic dogs when I accidentally entered a hidden space. I did some research after the fact. Apparently they're known as beastly rifts, and there are many of them of all different sizes. That's where those purple dogs were coming from. So... Die gibt's aber, von denen wissen wir aber schon seit Liyue. One of these beastly rifts, clear the monsters out, and move the Mountain King inside, he'd be able to continue living, but without posing a threat to the tribe. Whoa, that sounds kinda crazy. Ja, und deshalb wird's wahrscheinlich auch funktionieren. Je verrückter, It's desto not besser. without its risks, of course. There's a lot of unknowns in the equation. For instance, for all we know, a prolonged period inside the rift could make the Mountain King's condition worse. Still, we desperately need something like this, even just as a temporary measure. You've seen the conflict the issue is causing in our tribe for yourselves, and believe me, it's been a long time coming. The chief is adamant about keeping the Mountain King alive, whatever happens. Paimon can understand. It's less about the Mountain King and more about preserving your culture and heritage. Yes, but on the flip side, you've got people like Elder Trinidad, who is more concerned about protecting the people he cares about now and into the future. Man kann ihn nachvollziehen, ja. Aber es ist nicht die beste Lösung. It's one thing to try and preserve the last remnants of a glorious past. Ja. But making your kin pay the price for it? No one can seriously tell them that's a fair trade. You're right. There's no easy answers here. Let's leave that to one side for a moment and assume we go with your plan. How do you actually intend to find one of these beastly rifts? Because at least in our experience, the dogs open the rifts when they want to attack us, not the other way around. Yep. I think I know a way. You have any better ideas? Not at the moment, but it just feels like using the power of the Abyss for our own ends isn't gonna end well. After all, the Abyss is what turned the Mountain King into a monster in the first place. People are gonna think you've lost your marbles. If it doesn't end well, then that's the price we pay. Everything in the world comes at a price. Even when Yupanqui, the Firebringer, stole the Turnfire, it cost him dearly. The Mountain King's erratic outbursts have brought tensions within the tribe to a boiling point. Unless this gets resolved quickly, everyone will be stuck in a stalemate. Alright, so what's this deal you wanted to make with us? We're hardly experts on exploiting abyssal power. All I need you to do is keep people away from me. I'm getting harassed on a daily basis by people trying to convince me to be the flame bearer. I can't afford to waste all my energy. Oh, das kann ich gut. If you help me out, there'll be a gift for you in return. Ooh, what kind of gift? Something. Ich ruf well mal worth kurz your einen while, I'd say. Söldner an. Just keep doing what you've been doing. Integrate yourself with the tribespeople, so everyone comes to terms with the fact that we have a new flame bearer. That way, I won't have an endless stream of people coming to beg me to join the ceremony, and I can focus on finding a way to summon the beastly rift. Then, Schön, when mach's the halt day of the kompliziert. ceremony comes, we'll move the Mountain King into his new home. Still sounds pretty crazy. Even for a daredevil like you, that's dangerous.
Yep. And even if it works, what if neither Chief Lina nor Elder Trinidad are happy with it? Have you thought about what you'd do then? At least the two of them would finally be on the same side of the issue, leaving only me on the opposing side. The tribe needs leaders like them far more than a Saurian hunter for hire like me. Can I take that to mean that we have a deal? For sure. And who knows? Mach mich nicht verantwortlich, wenn es schief geht. Das ist kein, der ist auf deinem Mist gewachsen, Kinich. Great. Well, for the next couple of days, please spend some time among the tribe and lend a hand wherever you can. I'm sure everyone will be swept off their feet when they meet our new flame bearer. Good luck to us both. Welche Nachricht ist das? Ja, das habe ich längst erledigt. 8 bis 12. Das reicht. Okay, task for the day. Meet the tribespeople and take some heat off of Kenichi's back. So. Huni, how can you call the Mountain King a monster? Du kannst theoretisch alles ein Monster nennen, je nachdem wie du es drehst. But it wasn't on purpose. The Mountain King is sick, that's all. He's been hurt by the abyss. Das ist richtig. But the fact remains that he's now a threat to all of us. Das ist auch richtig. Be so harsh to someone who's sick. If you don't take back what you just said, I don't know if we can carry on being friends. Jeez. Toba, Huni, what's wrong? Huni's saying nasty things about the Mountain King. It's not right. He's our hero. To be honest, sie hat ja nicht ganz unrecht. But not anymore. Yesterday, maybe, but not anymore. Toba? Fine. I guess my dad is right. Things change, and you just have to accept it and move forward. As of today, our friendship is over. There's no going back. Oh, come on, cut it out, you two. We have some great news to tell you. The Traveler is gonna be the flame bearer for the next Turnfire night. He's gonna do a beautiful ceremony and cure the Mountain King's illness for good. What? Really? Apparently. So that's what my dad wanted to talk to you about? To be fair, from what we saw the other day, you are pretty good at climbing cliffs. Probably just as good Ja, as jetzt habe ich aber Kenich. Xylon dafür. Wait. Speaking of Kenich, where even is that guy? Oh yeah, good question. Is he not coming to the ceremony anymore? We can get him to come, but if he catches you two fighting again, he won't be happy. He'll be sure to give you both a piece of his mind. No, we can't let that happen. I've never even spoken to him before. I can't afford to make such a bad first impression. Dann hört auf zu I didn't streiten. mean to argue with Toba. All he said was that the Mountain King has done some pretty bad things. He was the one who turned it into a fight. Yeah, if you weren't friends, there's no way Toba would have come to look for the baby Saurians with you. All right. Well, because it's the Traveler and Paimon and Kenich, I'm sorry, Toba. I'm sorry for all the mean things I said about the Mountain King. Dad just really misses Nana, and I was really upset that she's gone, too. Huh? Oh. Well, passiert. I shouldn't have spoken to you the way I did either. It wasn't very nice of me. For the Traveler and Paimon, Kenich, and for Nana. I'm sorry too, Huni. That's more like it. Now you're best friends again. Guess so. Oh, Toba, if I ever want say that again. something mean about the Mountain King in the future, I'll make sure I say it to someone else, and not you. I this gotta for go a buy while. some colored cloth for my dad now. He needs it for Turnfire night. Let's play again some other time. See you, Toba. See you, Traveler and Paimon. That Okay. should suffice. I'll head home as well then. See you next time.
Okay, take care, you two. There we go. Even though they said they're sorry, it looks like their friendship isn't as strong as it was before. Offensichtlich nicht. Let's just hope we can solve this once and for all. Come on, let's move Ja, on. im Leben nicht. Okay, wen haben wir jetzt? Huh? What's going on over there? Irgendein Tanz, würde ich sagen. Oder machen die Capoeira. Hey there, what's happening here? A rehearsal for the Turnfire Night dance. Ooh, there's a dance involved? Paimon wants to learn too. You don't know it? Ah, I guess you're not from these parts, huh? It's rare to see a new face around the tribe these days. I thought everyone would be keeping away. Why do you say that? Because of the Turnfire Night, of course. The Mountain King could wake up at any time. That's why we're holding an emergency ceremony. This isn't one of those fun and games festivals. For outsiders, it might even be a little dangerous. Well, did you know that the Flame Bearer this time is actually gonna be an outsider? Oh, I did hear about that. It's a first for sure. I would have loved to meet them in person. Well, steht vor dir. What? Oh, it's you? Man, oh man. Well, this is a nice surprise. It's funny, I was just thinking that I'll probably miss out on meeting the new Flame Bearer since I'm not taking part this time around. Then suddenly, there you are. Must be my lucky day. You're not taking part in the Turnfire Night? How come? You're not an outsider too, are you? You must be joking. Watch this. I don't get it. Not bad, right? Yeah, I'm considered one of the better looking guys who dances beneath the pillars of the sacred flame. Been doing it a few years. Always gets the ladies out to watch. Oh, very impressive. So why'd you quit? Well, I feel like the whole Mountain King situation is getting more and more precarious. It's just not safe here anymore. One of our elders' Saurian companions even lost her life not long ago. The question is, what are we gonna do about this in the long term? But our leaders don't have any answers for us. They're probably too busy fighting about it amongst themselves. The way things are going, it's only a matter of time before it gets violent. So I figured, you know what? Now's as good a time as any to get away for a little while. Go do some exploring. Ja, You das look ist a eine little Möglichkeit. disappointed. Disappointed? Nah, it's a great opportunity to go see the world. As every male scion of the canopy knows, wherever you are and wherever you go, the only way is forwards. We take pride in that. I won't forget my roots. Aha. I managed to get in touch with the Saurian Relics Association. They gave me a simple test. Find a decent quality relic, and they'll make me a member. What's the Saurian Relics Association? You've never heard of it? It's a group of amateur history enthusiasts who do research on the ancient Saurian era. They're all about collecting relics and remnants from that age. Speaking of which, the guy who was Flamebearer before you, I've heard that his Saurian buddy comes from that time. A how? A how's a relic from an ancient Saurian civilization? Oh, yeah, him. So you know Jeez. those two already, huh? Then, do you know how they met? It was deep inside some mysterious ruin, and they signed a contract there. The association folks say that the kind of contract usually comes with a huge hidden cost. Really? That sounds ominous. Obviously. Who knows? But if it's true, Kanich can probably handle it. He knows what he's doing with weighing up contracts and costs and stuff. I doubt he'd make a contract that doesn't benefit him. Strangely enough, I actually happened upon a strange mural a while back, and it looked to me like it was depicting a Saurian and a human involved in some kind of Saurian-era contract ritual. Oh, does that count as a relic then? You bet Okay. it does. I was all ready to go take a picture of it and use that as my entry ticket to the association. But after all the abyssal activity recently, I heard that area's been overrun by monsters. The best laid plans, huh? I'll just have to wait and see if things improve. Or
You look like you know your way around a fight. I don't suppose there's any chance you'd be able to help? If all you need to get is a picture, that should be pretty achievable, right? The Traveler deals with monsters all the time. It's a piece of cake. Wait, you're seriously gonna help me out? Come on, it's no big deal. Compared to some of the things we've been roped into before, this is nothing. Pyro Archon above. You two have hearts of gold, you know that? You're the kind of course it is. All right, come with me. I'll show you the way. Wenn's denn sein muss. Wo willst du hin? Hier. Ach, das ist okay, das geht. Das geht klar. Das geht vollkommen klar. Wander. Next. Bring it. Das mache ich hier, das hier geht ein bisschen schneller. There it is. It's inside these ruins. As you can see, the place is crawling with monsters. Easy. Alrighty then. Stay back and take cover, Tiago. This could get dangerous. We'll take care of them. Ja, kein Great minds Problem. think alike. I'm not about to cramp your style. Kann ich auch mal meine Xylon-Kombo ausprobieren, aber ich kann sie wahrscheinlich nicht voll ausfahren. Let the mountain's veins boil. Here comes the catch. See? Mehr oder weniger. That should be the last of them. It's a good thing Tiago had the sense to stay in his hiding place, or things could have gotten really hairy for him. Hey, look! That's gotta be it, right? Definitely looks like a mural. True. Now that you mention it, most ancient murals take up a whole huge wall. This looks more like someone with a paintbrush got bored and started doodling. It does match the story he told us, though. There's a Saurian and a human. So, is that supposed to be what an ancient contract ritual looked like? Whatever. It's me. We're not here to decipher it. Just photograph it. Von mir aus. That's a wrap. Let's take it back to Tiago. Ich müsste mal Nachrichten aufladen. Das hier einfach mal aufladen. You've been robbed? Oh, Ponche. And I thought my luck was bad. Oh, I put blood, sweat, and tears into that, and now I've got nothing to show for it. Some gap-toothed goon stole it from me. Tiago, is this the picture you were looking for? Let me take a look. Yep, that's the one. Pyro Archon above, you two are superhumans. Hey, Ponche, come and say hi to these guys. They're gonna be the new flame bearers, and they're tough as nails. Wait, are you the Traveler and Paimon? Huh? You already know each other? I don't think so. Na, My wir sind nephew ziemlich... Toba's been telling everyone about you. He says you're crazy strong, super friendly, that you helped him out, and that you're gonna be our flame bearers this Turnfire night. Oh, so you're Toba's uncle. Great to meet you, sir. Sounds like we managed to make a bit of a name for ourselves. Kinda. Toba's not wrong, my friend. These two are honestly some of the nicest, most genuine people I've ever met. Everyone speaks incredibly highly of them. Seriously.
If you're comfortable telling them about what happened, I guarantee you they'll sort it out in no time. Really? Depends. All I want is to get the fruits of my labor back. Allow me to explain. Panche is a well-known scholar within our tribe, author of the widely acclaimed book Yupanqui's Turnfire. Unfortunately, the book was stolen by a treasure hoarder a few hours ago. I spent years of my life researching that book. I visited every last ruin, interviewed every descendant of every hero in our history. On the word Malipo alone, I covered at least 5 different interpretations of the meaning based on accounts from different villages. It was an unparalleled masterpiece. And now it's all gone. That little goon ambushed me during my morning walk. He snatched all of my belongings, including my entire manuscript. Wieso hast du so ein Ding auf dem Morgenspaziergang That dabei? book was everything to him. It's like they robbed him of his soul when they took it. Look at him. Lost and listless. He's a shell of the man he was. Dear honored guests of our clan, I am but a helpless old student. If only for Toba and Tiago's sake, please help me, I beg of you. See what I mean, Panche? Now you've run into these two, your luck's about to change, big time. Sure. I don't know if he's still there, but come on, I'll take you. Okay. Hey! You thieving rat! Give me my things back! What do you want now, you old bum? God, you're a waste of space. Prepare to get shoved butt first into a tree hollow. Oh, what's this? Brought a little bodyguard with you, huh? All right, let's see what you've got. What's this? Ich ramm dich um. Dirt suckers! Hey, he's trying to get away! You good? Let's chase him down! Oder so. Stop, please! By all the warriors, heroes, gods, and kings, I can't run any longer. Das war jetzt nicht Please, weit. I don't have your stuff anymore. Have mercy. Oh yeah? Well, where is it then? I threw it away. You threw it away? War für ihn wertlos. The old bum's bag didn't have a single mora in it. Just a tatty old book, worn out pens, and some old rags. All that time lying in wait was for nothing. I was so mad, I just threw all of it away. Is that really the truth? Okay then, where did you throw it away? The same place you found me. Look, I swear on the Pyro Archon it's the truth. May all my worldly possessions be turned to ash by Turnfire if I'm lying. Okay, that's a pretty strong oath. What do we do now? It sounds like he's telling the truth. Right, let's hope nobody gets to the book before we do. We'll never get it back then. Ich bezweifle, dass sich viele Leute mein Buch streiten würden. Although the Turnfire is a heroic symbol in Huitzatlan, it always comes with the more ominous implication of eventual tragedy. This holds true for all bearers of this ancient name in recorded history. Each one of them died of non-natural causes, as if the specter of the Turnfire was always lurking in the background. This appears to suggest the existence of some higher power that is always watching the name-bearer, examining their actions, and eventually demanding payment in return. None can escape this payment, unless, perhaps, they could honestly swear by Turnfire to never make a single mistake in their entire life. Yupanqui's Turnfire. What an incredible work on ancient name philology. I can't believe it was just lying there for me to take. Let me see, the author is
Ponche. Nice. A gentleman and a scholar. Silence, book muncher. The great Kahula will suffer your droning voice no longer. Do you truly find no joy at all in perusing such rich historical records? Anscheinend nicht. Joy? What joy is there in this pointless drivel? Well, it makes a pretty shocking prediction. Every bearer of the ancient name Malipo eventually meets a grisly end. Maybe that's the price you pay for the name that means price? What? You're saying Kenichi will die a violent death? So I'll finally get to take over his body? When will that glorious day arrive? The great Kahula demands to know! Wow, you are just irredeemable, aren't you? An agent of chaos down to the core. You make us Abyss Order folks look like saints in comparison. Silence, maggot! To presume that anyone compares your kind with the great Kahula is sheer vanity. And if that day ever comes, oh, your doom will soon follow. You don't need to lecture me about Doomsday. Here's what I know, based on countless historical texts. Oh, warte, ich weiß, welche Hülle das ist, da war ich schon drin. Die habe ich freigeschaltet. From ancient kingdoms to heavenly thrones to worlds beyond. Das war verdammt dumm freizuschalten. But from the ruins of every civilization, the dust will rise and never settle, thus transcending the confines of time. That dust Echt is schwierig what we call freizuschalten, wenn man das blind macht. spirit. And you, great Kahula How, are one such speck of dust from a bygone age. I've paid dearly for the chance to observe you up close. Now, let me take a good look at you. We'll see whether any memories of that age still remain inside you. I don't think I like that. We're so sorry, Mr. Ponche, but we couldn't find your manuscript anywhere. Does that mean all of my hard work was for nothing? You gotta stay positive, Ponche. You might have lost the book, but the brains behind it are still intact. Surely you remember the main points at least? The whole reason I worked so hard to get it finished before the Turnfire night is because I hoped that maybe it might help us find a way through these trying times. Well, not exactly, but I thought my research might at least be a starting point. Oh, really? So what did you find out in your research? I think the key to all of this lies in the power of Malipo. Ponche, you know as well as anyone that ancient names don't hold any real power. Symbolic power doesn't count. You're right, but Malipo may be a special case. Given that it first arose in the era of the first Pyro Archon, it might contain remnants of Shibalanke's power. Yeah, I remember that story. My grandpa told it to me when I was a little kid. Maybe you're the special case. Most kids stop believing in that stuff by your age. I'm not talking about childhood superstitions here. There is evidence. Like what? Like the fact that the Mountain King is still alive. Everyone attributes that to the power of the Abyss. But there's more to it than that. The key factor is that Burkina summoned the power of Malipo at the cost of his own life. If you don't believe me, then answer me this. How many other creatures can you think of who lived longer, not shorter, after being contaminated by the Abyss? Fällt mir tatsächlich keiner ein. Traveler, different situation, but similar idea. Doesn't this remind you of the hilly... So, I came to the conclusion Ach that ja, richtig. Malipo Die sind must ja auch alle refer vom... to some mysterious Wir ritual wissen ja involving inzwischen, a dass Hilly tit-for-tat Charles exchange. ehemals die Bewohner von Canria sind. Pyro Archon fell with the Grand Alliance, then was buried in the Night Kingdom. And now, it awaits the call of its new bearer. Hey. Sorry to interrupt, Ponche, but
You seem to be getting a little overexcited. I'm sorry. I was originally planning on presenting my findings to Kanich. I'd hoped he would be attending the upcoming ceremony. Sounds to me like you dreamed up one fanciful theory to support another. Kanich, what are you doing here? I more or less finished what I was doing, so I came to have a quick catch-up. Now a good time? Kanich! I'm onto something. I haven't worked out all the details, but you have to attend the Turnfire Night. So Mr. Ponche here has done a lot of research on the history of the Turnfire, and thinks he might have found a way for you to solve the problem. Ach I'll ja? be there, Ponche. Let's go. Alright. Here will do. Yeah. I'd like your help giving it a trial run tomorrow. If that works, we have our plan come Turnfire Night. Okay, was ist Plan B? Like you're not considering Ponche's idea. Obviously not. You heard him. He hasn't worked out the details yet. We need a more practical solution with concrete steps to follow. Yet? Are you saying you think he might actually be onto something? I think it's possible, based on something I know about the war 500 years ago. Okay. Burkina didn't fall to the abyss. He was killed by the Mountain King in an episode of madness. In his final moments, Burkina made the fateful decision to not fight back, and instead pass his blood and power on to the Mountain King. Maybe he thought the Mountain King was stronger than him, and more valuable to the tribe. Or maybe it was just out of loyalty to his friend. Either way, Wirklich? I can believe the Turnfire was involved. Whether you think his sacrifice triggered it, or his fate was sealed from the moment he took the Malipo name, it makes sense to me. How can you drop these truth bombs with such a straight face? This is what I've gleaned from my many interactions with the Mountain King. His mind is so disordered. It took some time to piece it all together. The story Elder Trinidad told you was the more palatable version of events. The truth is even darker. Oh the god. Mountain King's mind isn't just disordered. He is suffering and feels great shame. I believe he wants to be put out of his misery. What? Then what should we do? Should we grant him his wish? Of course not. We should help him move to a new home. It's the only practical solution. The Mountain King is a hero to my tribe. An object of worship, even. Ending his life would be like desecrating a statue. Still, he's been the cause of multiple disasters, and we can't afford to have any more. Ugh. Practical solutions hurt Paimon's brain. Can we follow our hearts next time? Ich glaube, das bringt genauso viel, aber ist okay. Then let's break for the day. I've already found a suitable venue for tomorrow. Aha. Wieder 8 bis 12, alles klar. Na schön. Bis wohin komme ich? Warte mal kurz, was mache ich hier eigentlich? Das geht doch viel praktischer. Es geht viel einfacher.
hätte mich auch einfach hinporten können. So ist es nicht, aber trotzdem. Letting brave names echo. So, fertig. Jetzt auf der anderen Seite. You're here. Very punctual. Oh, so the gruesome twosome come crawling back. Here to make amends after the gross irreverence you displayed last time? Very well. The almighty Dragon Lord Kahula How shall grant you the audience that you seek. Now pucker up and kiss our feet. Kanich, didn't you say you found him a teacher? He's just as out of control as ever! Hey! No one gets to discipline the almighty Dragon Lord Kahula How! No one! Anscheinend doch. Maybe because I've never had a gentle-natured companion like Paimon to compare against. Is that a compliment? Yeah. Maybe. I see what I'm missing out on now. And it's a lot. Obviously. We could drown this measly flying ant in one droplet of spit. How dare you compare her to the almighty Dragon Lord Kahula How? Oh, just wait till I possess your dead body. I will commit heinous atrocities, tear down your legacy, destroy your reputation, wreak havoc on your... Traveler, Paimon, let's get down to business. Once we've opened the beastly rift, you're welcome to toss a How in there for a couple of days. With pleasure. You don't need to ask twice. I got my hands on this device in a trade. It's meant as bait, but it'll also stabilize the abyssal energy. The rift towns will tear through space to get to this. Once they're here, we take them out and claim the rift for ourselves. You'll find out soon enough. First, let's try this out. Okay, ich halte das für eine Scheißidee, aber ist dein Grab, nicht meins. They'll tear you to pieces given half the chance, so be careful. Scheiß drauf. Game's up. Run's over. Bring it. Let the mountain's veins boil. Shit. Uh-oh. Are there even bigger ones on the way? Anscheinend. You see, Kanich? I'm a man of my word. In fact, I say I ist einer von denen. promised and over-delivered. Nifty little gizmo, isn't it? I take it this is your true form? Now that our deal is complete, it's time to start the next phase of our relationship. I made a promise to the great Kahula How, and now I'm here to seize your body for his use. Cliché, I know. The hero's trusted partner sells him out to the abyss in a shocking act of betrayal. Cue bad guy speech and drawn-out death sequence. Huh? Angel? Huh? Huh? What are you two doing here? Oh, Mr. Kinich, this is not what we agreed on. Traveler, this is the gift I got you. I know you're looking for intel on the Abyss Order, so I thought you Well, might be of use that to works. you. But it looks like you've already met. Yikes. Frosty reception. Gotta say, I kinda pictured this moment going a little differently. Tears of joy welling up in your eyes as you say the words, "It's good to see you again, old friend." Der einzige Grund, froh zu sein, dich wiederzusehen, ist, dass ich dir nochmal meine Faust ins Gesicht schlagen kann. Reading too many romance novels. There we have it. Change is inevitable and nothing lasts forever. What a pity. Well then,
Time for you to meet the new me. This time, please call me Sanka. Sanka! Aha! So you're Glasses Guy! You tricked Huni and Toba into telling you a bunch of stories! What does it matter? A name is a superficial label. It's what's deep down inside that counts. And I've shown you the deepest parts of me. That would explain a lot. Why else would you show up here and start acting like a wise guy? You looking for a fight? I'll pass. I do rather like you, as I've said before. But my one quibble is that you really don't know your own strength. Du auch nicht. Wait. Of course. You're the one behind all the recent Abyss activity. Let Paimon guess. You've been provoking the Mountain King too! Haven't I told you before? I'm not part of the inner circle who do our Highness's bidding. My interests are far more low stakes. I spend my time digging for truth in ancient doodads and books. You really think a benchwarmer like me is capable of more than that? Maybe. I don't know. I investigated him. He's not connected to the recent events. Just happens to be in the area. So, I struck a deal with him. He helps me summon a rift. I allow him to do some historical research. But that's all over. And now Kinich wants to hand me over to you. Well, I was hoping this would be an opportune moment to whisk away his body. That would have given me some more time to study the great Kahula How. But now I've run into you, which is just my luck. Or maybe I've incited the wrath of the Turnfire, and this is the price I have to pay. But I don't understand. What did I do wrong? Wait, does that count? Let me think. How? You are the worst of the worst! Colluding with the Abyss Order against Kinich? How could you betray your partner? There is no betrayal. The almighty Dragon Lord Kahula How is a partner to no one. Don't worry, I told him to act as bait. Yes, and you should have picked a bigger fish. The Abyss Order? Ha! What a joke. Not even a match for our lowly servant. I put up with this toad's croaking for days, and it was all for nothing. It looks like your disciplinary measures have been less than effective, Mr. Enjo. What did you expect? Behavioral rehab isn't really our thing. Ich glaub, dass bei den Dingen eine Verhaltenstherapie hier nicht mehr funktioniert, also. Order to the Abyss boarding school. The abysmal disorder would suit you better. Kinich! Dispose of him! He is of no further use to us! Traveler? Hey now, I may be a lowly clerk, but don't underestimate me. I could never beat you in a straight-up fight, but when it comes to running away, I won't lose to anyone. Well, Do me a favor and remember how fast I disappear. Maybe then you'll show me a little respect next time. Darn! He got away again! Couldn't you have stopped him? It's alright. He's not worth our time and energy. Besides, it seems like he's in debt to a lot of people. I'm sure they'll keep him busy. If you say so. Still, Paimon's kinda surprised that you actually struck a deal with someone from the Abyss Order. To borrow that guy's words, names are superficial labels. Whether you call it the Abyss Order or anything else, it's a broad generalization at best. Think of it like apples that have fallen from a tree. If you tasted each one, you'd find that they're all at different stages of ripening. Even the unripe fruit blown off its branch before it's fully grown can still be brewed into a fine wine. Everything has ja, its stimmt, use. jetzt geht's sowas hier ab im Moment. Well, in that specific sense, maybe Enjo's not such a bad apple. Not rotten to the core, at least. Ja, jetzt noch nicht. Only the almighty Dragon Lord, Kahula How, is rotten to the core and evil beyond redemption. Bitte schmeiß ihn in den Rest. So what exactly are you anyway? You're definitely the evilest little thing Paimon's ever met. Don't worry, he can't hurt a fly.
You could say that. Paimon heard that those kinds of contracts might come with a terrible cost attached. Is that true? Such as a how watching me like a ravenous vulture? Vulture? Vulture! We are the Dragon Supreme! Sovereign ruler of the Nation of Flame! Let's pick this up another time. It's getting kinda late. You should go back and Kann get ich some dir einen rest. Apfel im Mund stecken, dass du die Klappe hältst? Tomorrow's Ajaf. Turnfire night. Ich kann deinen Namen Time nicht to light the aussprechen. sacred flame and burn away the filth for a legendary 500-year-old warrior. Oh yeah. Hearing you lay it out like that is making Paimon a little nervous. For all the work we've put in, it all comes down to tomorrow night. Ich kann so viel Energy trinken, wie ich will. Ich werde einfach nicht mehr wach. Then it can't Ich hurt hoffe to einfach say nur, ich this schlafe one im more Stream time. nicht ein. Das wäre Good peinlich. luck to us both. Passiert. See you tomorrow. Irgendwann wird's passieren. Aber es muss nicht jetzt sein. Ach, das passt. We should, take a break after all that running around. Ah, at long last, you're back. I hear you've done much for our people these last few days. Everyone has nothing but praise for you. Many young people have heard the rumors too. They're all eager to meet our new flame bearer. Okay. Well, they won't have to wait for long. It's almost time for the ceremony. We really hope we can resolve the Mountain King situation quickly and smoothly. Seems like a lot of people have been worrying about it, huh? Well, it's nearly time. So, if you're ready, then follow me to the ceremony site. Off we go! Los geht's, das Team müsste reichen. Glaube ich. Here we are. Our honored guests have arrived. I have heard much about your fine work over the past few days. I hope you'll allow us to thank you properly after tonight's ceremony. Don't worry about it. Getting this huge venue ready must have been a huge task. No need to make extra work for yourselves on our account. Oh, if it means getting the Mountain King issue resolved, no cost is too great to bear. A resolution will come in due course, but every great fire starts as a tiny spark. We must take it one step at a time. No one would disagree with you if that were possible, Chief, but it's been far too long since we've seen a real step forward. Look around you. Can't you see how our numbers have dwindled since the last Turnfire night? The ceremony was arranged on short notice. Many are away from home and could not make it back in time. That may be so, but still. Good evening, Traveler in Paimon. Kanich! Not a moment too soon. Chief Wayna, Elder Trinidad, could you give us a minute? I'd like to give the Traveler a few pointers as the previous Flamebearer. Very well, but make it quick. Let me know when you're done and we will begin the ceremony. Let's step to the side. Has anyone gone over the key steps of the ceremony with you yet? I don't think so. Elder Trinidad did, but, Paimon seems to have forgotten them? What a surprise! The flying ant has an ant-sized brain. If you don't want your tongue to be burned off by the sacred flame tonight, I suggest you stay quiet. See those sacred flame pillars? Once you've lit the fire, go light each one up in turn. Once that's done, head down into the cave where the Mountain King slumbers, light the braziers along the way, then bring the flame to the final altar. Then the Das ist ceremony scheiße, is dass ich complete. Mutter als Feuercharakter That mitgenommen sounds habe. simple enough. Das dauert eine The Weile. process isn't complicated, but remember, you mustn't turn back at any point. If you miss a pillar, you can't light the next one, then come back to it. You have to keep moving forward, or it's seen as disrespecting our ancestors.
If that happens, you won't receive the blessing of the Turnfire, and you'll have to start over. I made you a diagram that summarizes the steps. Take a look. So that's our part. What about you? I'll be with you the whole way, and once you've lit the altar, I'll start summoning the rift. Okay. You can leave that side of things to me. Just focus on your part. Okay. We'll try to remember all that and get it right the first time. Ready when you are. But I think I saw Huni and the others just now. Maybe you should say hi before you start. Might make you less nervous. Just tell the chief when you're ready. Let's go. How are you doing? Is all in order? I'm counting on you. By past fuel and present flame, life marches ever on. My brothers and sisters, the time has come Ich hätte to hier ein light the Yeti fire mitnehmen once sollen. again, and let the Turnfire night shine bright in Hoytzitlan. Na Go ganz get da. the sacred flame. Nicely done. Off to a good start. Great stuff. Gut, You're das over heißt, halfway. Keep it up. ich brauche mich nicht drum zu kümmern, mir die Reihenfolge zu merken. Impressive. Just one more to go. Come on, one last push. The final sacred flame pillar is up ahead. Das war jetzt nicht allzu schwer. Great. All the pillars are alight. Next, it's down into the canyon and head for the Mountain King's cave. Almost there. The cave is just up ahead. The Abyss presence is growing strong. We should deal with the contamination first. Okay. Idee. That works. Muss nur drauf kommen, dass es so geht. Fuck. Wie, ich hab getroffen.
There's the altar of the sacred flame. Remember, light up the torches around it first. Meine Güte. Kriegt man hier einen Drehwurm? Woohoo! We've lit up the final altar! That's the Mountain King up ahead, right? That's him. Kangamato, king of the Yumkasaurs from 500 years ago. He's very powerful. Okay. Paimon can tell. He's huge. Let's tread carefully. We don't want to... You've made it at last. You did even better than I expected. Traveler, now comes the final and most important step of the ceremony. Please use the power of the sacred flame to cleanse the Mountain King of abyssal filth. There's no need this time. Such strong abyssal power. What is that thing? Kinich, what is the meaning of this? Eine ganz blöde Idee. Is that a beastly rift? Chief Wyna, Elder Trinidad, this is about to get a little dangerous. You should step back. What do you think you're doing? Solving the Mountain King issue. You mean by having him torn to pieces by rift hounds? No, stop! We can't let that happen! Foolish Locust! Can't you see? We're trying to shove your Locust King into the beastly rift! But... I'm sorry, Chief Wyna and Elder Trinidad. This is the only way. Can you promise me that no harm will come to the Mountain King? I can't guarantee it, but I'm fairly confident. Traveler, this is not what we agreed on. You must cleanse the Mountain King of every last trace of abyssal contamination. Okay, I see what this is. You've been in cahoots this whole time. Na und? Was willst du dagegen tun? You imbecile! What have you done? Oh no! The device is destroyed! You forced my hand. I had no choice. Elder Trinidad! What are you doing? Das hat's jetzt wahrscheinlich verschlimmert. No, the Mountain King is waking up! He will cause even more casualties! Everyone, out! Now! Na ganz toll. Well, it seems there is only one way to awaken you all from your willful blindness. More sacrifices must be made. Der Typ ist doch komplett durch. Take me, oh Mountain King! Take me as your next sacrifice! Der Typ ist vollkommen durch. Everyone's still outside. We have to keep the Mountain King here. Give me a hand. Falscher Charakter. Einmal. Zweimal. Ich muss machen, was funktioniert. Shit.
das für ein Schwert? By past fuel and present flame, life marches ever on. Oh, Burkina, I must atone. Meine Augen. Patience. We will answer to the fire for all our deeds. Even if one day I fall behind, never look back. Keep moving forward, as we are now. Live with your guilt and shame. This is the price to pay. Heir to the Turnfire, please use my ruined vessel to train the heroes of the future. The will of Kangamato will march ever on, till the abyss is stamped out. Jesus Christ. So, mein Team ist fast komplett tot. Pretty eventful day yesterday, huh? I'm on one. Traveler, you've come at just the right time. I have some good news for you. Trinidad's condition is stabilized. He suffered burns on much of his body, but we believe he'll survive. Guess that's the best news we could hope for. Nein. Mir wäre es lieber, er wäre abgekratzt, aber egal. Paimon has to ask, is everyone in your tribe such a risk taker? First Kinich, then Elder Trinidad? Is this the scions of the Canopy's adventurous spirit in action? We're simply not afraid to charge ahead into the unknown. Aha. He's fine. Don't worry. He's gone to check on the Mountain King. Something most mysterious has happened. Erst. After the incident yesterday, a transparent shell is formed around the Mountain King's body. We don't understand the mechanism behind it, but this shell appears to insulate him against the influence of abyssal power. It is somewhat akin to a scab, in that it stops the abyssal energy within him from bleeding out, while also preventing further abyssal energy from seeping in and infecting him. We've never seen anything like it. The tribe's most senior elders believe it was caused when he was burned by the sacred flame, similar to the way burned wood becomes charcoal. I think their theory makes sense. After all, we've never thrown the Mountain King directly into the sacred flame before. Wow. So Wow. it's made a barrier against abyssal energy? That's a good thing, right? Eigentlich schon. It's practically a miracle from what we've seen of it so far. It means that the Mountain King's level of abyssal energy is now stable. No longer will we need to perform an annual cleansing ceremony. Wow. That's amazing! I know what you're thinking. The young people in the tribe are already speculating that yesterday's ceremony was a Turnfire night like none other in our history. Because you and Kinich, you summoned the very flame that appears in our ancient legends. A great transparent ball of fire. And that fire is what saved the Mountain King. Mhm. Oh, so that was the real Turnfire? I may be the chief of this tribe, but I've only ever known the Turnfire as a concept in our legends. I cannot answer that question. Okay. If anyone can answer it, I suspect it would be the bearer of the Malipo name. He is in the Mountain King's cave as we speak. Ah, so Kinich then. Why don't we go see how he's doing? Wie gut, dass ich alle Teleportpunkte habe. Oh, you've got to be fucking kidding me. Ist oben drauf, ist oben drüber.
Ja, ich würde nicht sagen, er ist in der Höhle des Bergkönigs, eher oben drüber. Hey, Kniech! Hey yourselves. You two doing okay after yesterday? We were gonna ask you the same question. You scared Paimon half to death when you rushed into the fire. Sorry, I couldn't just stand and watch the Mountain King get burned alive. So you thought you'd try and extinguish the sacred flame with Dendro? Or is that an attempt to make the almighty Dragon Lord Kahulahau die of laughter? The sacred flame only possesses a fraction of the Pyro Archon's power. It's not as if I was fighting the Pyro Archon herself. Kniech, when you went into the flames, were you intending to, Intending to what? do the same thing as Burkina? Sacrifice myself? Of course not. My focus was on keeping the Mountain King alive, not on what it would cost. But now I'm curious. What made you think I was going to sacrifice myself? Well, because everyone's saying the Turnfire is what saved the king last night. And Ponche's theory was that summoning the Turnfire is a tit-for-tat exchange, right? So, Paimon thought you decided to pay for it with your life. Aha. So you've heard that rumor too. I'm afraid I can't say for sure. What happened yesterday was a first for me too. Well, even if you don't know, there's probably no one in the world who does. Nope. What I would say is, if that really was the power of the Turnfire, I'd sooner believe that the Mountain King summoned it himself. The Mountain King? Then, what price did he pay? The core meaning of price is not atonement or compensation, but what you're willing to give up in order to obtain what you want. It's easy to die for your sins. Much harder to live with the guilt and keep on going. In the end, the Mountain King chose the latter option. For Burkina and for the tribe. That's the price he paid. Alright, so how is the Mountain King doing now? Health-wise, there's nothing to worry about. He'll enter a fighting stance whenever we set foot in his territory. Okay. But his attacks are gentler now and not as crazed as before. Like he said yesterday, he just intends to be a sparring partner for people to practice with. Yeah, I tried communicating with him again, but he didn't respond. We dare say that Locust King has well and truly lost its mind. The lights are on, but nobody is home. Its body remains fighting fit thanks to the perverse power of the Abyss, but time has been less kind to its soul. It was ground to a pulp long ago. But we saw him come back to his senses yesterday. That was merely one last burst of brain activity before it croaked. As you humans would say, it went out with a bang. Oh, schade. Come on! Stop being such a doomer. Paimon bets the Mountain King has finally let go of the tragedies of the past now, and is focusing on moving forward. That's why he doesn't have time to chat with us. He's too busy thinking about the future. Well, at least it means my fellow tribespeople can move forward now too. Thank you for your help, Traveler. I owe you one. Yeah, that's right. You caught Enjo for us, remember? But he ended up being completely useless. It's not a fair trade if you lost out. That's on him. It's not your fault he's useless. Besides, we're friends now. You don't owe us anything. Friends? But your friendship is an even more valuable gift. I can't in good conscience accept it for free. So, promise me. If you need anything in the future, you'll come to me. For you, I'll do anything. Alright. Jetzt aber was. Warum kommst du nicht einfach hoch? Jesus Christ, hast du mich erschreckt. Halt das. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Jesus Christ. Ja, aber warum bist du nicht einfach zu mir gekommen? Weil es verwirrend ist. Wenn du Wova spielst und ich Genshin. Das ist irgendwie verwirrend. Nö, gar nicht. Doch. Then my dad. Why does everyone in my family have to suffer? Huni, it'll Da, be okay. der letzte Dad will get better Stammesauftrag der soon. Baumkrone ist erledigt. Toba,
Machen wir noch schnell Raum 11 im Abyss. Ich mache heute eh nicht so lange, ich bin todmüde mal wieder. Ich weiß, wer dann eben eine 12 machen darf. Ja, ich fass mein Glück schon gar nicht. Kannst es ja mit meiner Xylon versuchen. Meinst du 266 reichen dafür? Also erstens, Finger weg von Standard-Attack, E auf 9, Ulti auf E auf 10, Ulti auf 9. Ich hab's nur so weit hochgestuft, dass ich keine grünen Bücher mehr brauche. Ach übrigens, wie spielt man Xylon nochmal? E, 2 Standard-Attacks, Ult? Genau. Je nachdem, in welchem Team du sie spielst, du musst natürlich für sorgen, dass Butau, Yelan, Purina. Ja, da kannst du halt nur Hydro-Umwandlungen machen und keine Pyro. Wieso keine Pyro? Weil, wenn du Taus E drückst und dann auf Charakter wechselst, ist ihre E weg. Ach ja, richtig, da war ja was. Das ist auch der Grund, warum du mir gesagt hast, ich soll mindestens 160 Aufladerate auf sie draufpacken. Richtig. Na gut, ich habe über 180 drauf gekriegt. Und aus irgendeinem Grund einen Haufen EM, den sie gar nicht braucht. Ja, ich habe auch über 200 EM. Aber gut, ein Großteil kommt halt auch von der Waffe. Ich habe aber auch auf einen Teil irgendwie... Ich glaube, ich habe auf jedem Teil ein bisschen EM drauf. Ja, ich habe auf einen Teil auch 72 EM drauf. Ist halt drauf, ne? Ihre Waffe gibt EM? Nein, ich habe Kasor-Waffe drauf. Achso. Ja, ich habe keine EM-Waffe drauf und über 200. Muss mal gleich nachgucken, wie ich das hingekriegt habe. Keine Ahnung. Theoretisch würde ich sogar hinkriegen, sie auf DPS zu bauen. Zumindest mit den Stats. Aber ihr Damage-Potenzial ist dann komplett für den Arsch. Das ist korrekt. Ich kann Crit-Rat und Crit-Schaden so hoch stacken, wie ich will, aber es bringt einfach nichts. Ja, das muss Chris machen, das kriege ich nicht hin. Da bin ich keine Ahnung, wie das geht. Wie was geht? Wofür brauche ich eigentlich Grundstein der Sterne und das, was auch immer, wie das Ding heißt? Da ich keine Ahnung habe, was das ist. Keine Ahnung. Wendefeuerpfad, Tewert Erinnerungsalbum. Ach ja, das war das Event. Ja, ist jetzt hier eigentlich mehr drauf? Oh ja. I see. Das regt mich immer noch auf. Dass ich nicht alle Obsidian-Bruchstücke habe, regt mich massiv auf. Das hört sich nach einem Du-Problem an. Na schön, schaue ich mal kurz auf Ebene 11. Was da überhaupt Kleiner Tipp, untere Hälfte kein Hydro. Wieso in der unteren Hälfte kein Hydro? Ach, ich wollte das mit Nivellett machen, da sind diese Viecher drin, die gegen Hydro immun sind. Raid National müsste trotzdem funktionieren. Ja, ich bin halt mit einem, wenn du halt mit einem Hydro-Main-DPL versuchst, doch... Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, ich schaffe die erste Hälfte nicht mit vollen Sternen. Also Raum 1 werde ich nicht mit vollen Sternen schaffen. Sag ich dir jetzt schon. Das ist doch so einfach. Es ist scheiß Monolith. Was erwartest du von mir? Einen Kasor mitzunehmen. Ja, ganz toll, dann ist meine Teamkomposition für den Arsch. Nö. Du nimmst auch einfach... Das ist Raum 11, das ist scheißegal, du kannst einfach durchlaufen. Toll. Was soll ich dann spielen? Charakter.
Ich will sagen, welche mit die Damage machen, aber es macht halt die Hälfte von deinem Account nicht. Also wenn ich Zylonenwaffe habe, kann meine Mulani wahrscheinlich konstant eine Mille hitten. Lass mich nachdenken. Zweite Hälfte könnte Overbound funktionieren. Man könnte auch Hyperbloom spielen. Du weißt, dass ich normales Hyperbloom nicht hinkrieg. Das ist halt so einfach. Für dich vielleicht, okay. Also du schaffst es, Overburn zu spielen, was wenig schwieriger ist, aber kein Hyperbloom. Ja. Muss man nicht verstehen. Okay, was Muss man absolut nicht. Was mache ich oben? Jungkasaurier, Kolasaurier. Ich probier's mal ohne Kasua. Kann ich oben nämlich Raiden National spielen. Mal gucken, ob es funktioniert. Nehmen wir mehr EM mit. Oh, es sind nur 4. Ja, dann brauche ich keinen Kasua. Freunde, wie viel das waren? Das war halt einfach gefühlt Instant Death. Ja, wenn es nur 4 Gegner sind, dann brauche ich keinen Kasua. Dann brauche ich kein Grouping. Ah, ich habe in meinem Nivellett-Team eh immer Kasua drin. Dann Hälfte bin ich mit Kitchen durchrasiert. Nur konnte ich nicht gescheit rotieren, weil alles einfach viel zu schnell gestorben ist. Meine Raiden macht zu wenig Damage. Die hat nur 170k gehittet. Ja, das ist Skill-Issue. So, jetzt haben wir diese scheiß Mistviecher. 347k. Ey! Könntet ihr mal aufhören, ständig zu verschwinden? Nö. Der erste ist weg. Wo ist der zweite? Da. Ja, mach du das mal. Der mach mal Schaden. Ach nee, kannst du ja gar nicht. Es reicht. Die Reaktion macht ja genug Damage. Sie hat 200 Aufladerate, das reicht. Das muss reichen. Dafür hat sie nur noch 50% KT, aber... Hä, wo soll ich hin? So, das. Einmal das. Mein Bennett hat wirklich zu wenig Aufladerate. Archipel der schwarzen Küste. Jetzt Ult drücken. Meine Stunling macht definitiv zu wenig Damage. Wie viel hittet deine nochmal? Meine so 40 Punkte. Welcher Account? Frage. Ich glaube Main. Gar nichts. Wieso hittet sie auf deinem Main-Account gar nichts? Weil sie nicht gebaut ist, nicht wirklich. Die ist gerade momentan. Und auf dem Account, an dem sie am besten gebaut ist? Macht sie so 70k. Ja, meine macht 14! Wenn's hochkommt. Auf meinem zweiten Account macht sie so 30 bis 40 auf Vape. Ich brauche eine... Okay, ich glaube, ich weiß, was ich als nächstes pulle. Jelans Waffe. Und du, Freundchen? Am Wochenende bist du reif. Ich bin am Wochenende nicht da. Ist mir scheißegal, du hast da zu sein. Geht nicht. Doch, dein Stammer-Account ist eine Katastrophe. Ich bin nicht da. Ich bin nicht zu Hause. Dann machen wir es morgen. Wann soll ich das morgen bitte machen? Ist mir egal wann. Also meine Clara macht mehr, ich schaff das schneller als seine Fake-Schalt. Ja gut, meine Clara macht fast doppelt so viel Damage. Meine Clara macht halt so 200k.
Ich vergesse immer, dass meine Jelan inzwischen zweimal ihre E hintereinander machen kann. Okay, du hast ganz eindeutig Alzheimer. Ich weiß. Hey, wie alt sind wir eigentlich? 12, oder? Du weißt, wie alt ich bin. 24. Nö, ehrlich nicht. Ich denke immer, du bist 12. Vom Geist her? Wahrscheinlich. Nee, da würde ich auf 2 schätzen. Ich habe vergessen, dass hier eine Mirror Maiden drin ist. So eine Scheiße. Komm mal her, du hässlicher Bär. Ja, ich muss mich ja jetzt erstmal wieder voll an die Vtuber-Steuerung gewöhnen, weil die Hälfte tue ich erstmal voll Fettfingern. Ach ja, richtig, die Scheiße. Ach ja, morgen kommt ja ein neuer Abyss, ne? Im Dings. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Das wird wahrscheinlich ein Feuer-Abyss. Ich freue mich so richtig drauf. Brauch gar nicht auf Shinzi zu wechseln, ey. Durch die Ult. Oh, ich hab schon wieder einen Pull. Wo kommt denn der her? Shit. Keine Ahnung. Ich hasse diese Mistviecher. Alter, wie kann man Raum 11 Probleme haben? War das Sarkasmus? Nee, das war ernst gemeint. Wie man da Probleme haben kann. So, fertig. Kein Bock mehr. Hier ist fucking Raum 11, Alter. Also beim... Das könnte vielleicht sein, dass ich einen Bluetooth-Controller und keinen kabelgebundenen Controller derzeit verwende, wo die Latenz höher ist. Außerdem hast du eh niedrigere Latenz, einfach nur aus dem Grund, dass du normalerweise mit Maus und Tastatur spielst. Das ist schon niedrigere Latenz. Es gibt tatsächlich Controller, die eine schnellere Latenz haben als meine Maus und Tastatur. Ja, aber die sind wahrscheinlich kabelgebunden. Auch Wireless, aber das sind halt Gaming, die halt in der High-End-Gaming-Szene verwendet werden. Und in dem Instanz. Da kostet so ein Controller aber auch ein paar 100 Euro. Ja, klar. So viel gebe ich auch aus. Naja, aber ich denke mal, zu Weihnachten hole ich mir mal mindestens einen neuen Controller. Ich benutze seit einem Jahr bestimmt einen und denselben Controller. Gut, für was nutze ich den? Ich glaube, Showkeeper ist so der erste Charakter, warum ich merke, warum Wuwa ab 16 ist. Oh Gott. Ich hasse diesen Modus. Ich hasse geniale Beschwörungen. So Und sehr. Arenas, beide Bosse Triple S. Mache ich morgen. Ja, das hat gestern ein Freund gemacht, aber ich bin heute auch nochmal durchgelaufen. Easy. Also ich kann dir sagen, den ersten kriege ich auf jeden Fall auf 3 erst. Da brauchen wir nicht drüber zu unterhalten. Der hat sowieso ein Problem mit Bluten, also. Erste Hälfte STS und zweite bin ich mit... Oder bin ich erste STS oder zweite? Keine Ahnung. Ne, zweite, und ich wusste nicht mal mehr, was der Boss für eine Mechanik hat, der zweite. Ich weiß das bis heute nicht. Ich verstehe Ich wusste bis heute nicht, was der für eine Mechanik hat. Ich weiß nur, man kann das super mit Eis durchrennen. Ich weiß nur, dass das Herrscher-Trio den aus dem Leben gevögelt hat. Ja, genauso wie mein Team rund um Luna den Abboss diese Woche auseinander nimmt. Das Ding hat gar keine Chance, einfach nur wegen dem Bluten. Das Ding nimmt nachher so viel Blutenschaden. Das ist schneller tot, als man gucken kann. Es ist seitdem ich das STS habe,
gab es kein Dings mehr, wo ich nicht beide Bosse auf Triple S geschafft habe. Ja, das erzählst du jemandem, der von Natur aus der sich absolut weigert, STS zu spielen. Es macht schon Spaß. Ja, mir nicht. Weil ich nur einen STS-Charakter habe und der ist nicht fertig gebaut. Der macht einfach keinen Damage. The threads of your fate lie in my hands. Ich habe jetzt nur leider, weil ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die No rest for the wicked. Elfe nur 3 Tage oder so im Banner ist. Shadows of fate. Na, immerhin hatten wir für den Charakter einen 10er Gratis-Pull. Das hat mich auch gewundert. Also ich beschwere mich nicht. Ich habe ihn trotzdem nicht bekommen. Ich habe einen 10er reingemacht, das war's. Ja, ich auch. Ich werde für Vita nicht weiterziehen. Ich habe andere Auch die Elfe. Ich habe 3 Charaktere, die mit dem Sternenring spielen können. Beiden Teams spielen jetzt mit Sternenring. Und ich weigere mich. Ne, ich habe 2 Charaktere, die mit dem Ding spielen können. Und solange Was mache ich eigentlich mit den Z-Teilen, die über sind? Umwandeln. Also schreiten. Im Endeffekt ja, aber guck, dass du sie so schreddest, dass du entweder das rote oder das blaue Zeug, das rote Zeug kriegst. Weil das brauchst du nachher noch. Dann darfst du das machen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock zu machen. Ich habe halt 5 Teile zu viel. One shall descend once again. Von den einen Buchstaben habe ich 1 zu viel, von den anderen 2 und von den anderen 3, ne? So wirklich so der Reihenfolge nachhalten, ne? Sind das nicht 6? Nee. Von den ersten habe ich 1 zu viel, von den zweiten 2, von den dritten 3. Ach so, meinst du, das ist okay. Ich hasse geniale Beschwörung immer noch. Warum machst du es dann? Weil es weekly ist. Es macht keine Sau. Ich schon, ich mach's tatsächlich noch jede Woche. Ich bin nur nicht gut in diesem Modus. Das ist mein Problem. Ich bin scheiße in dem Modus. Ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr angerührt. Das letzte Mal habe ich es angerührt, als ich Nahida C6 gepult habe. Da habe ich vorhin nämlich den ganzen Kram für die Primus gemacht. Shit, hat nicht gereicht. Okay. Das wird knapp. Das wird richtig Eine knapp. Frage an dich. Kann man Decktot gehen in dem Game? Nein. Doch. Ich bin noch nie decktot gegangen. Nee, ich war zu gierig und wollte den Erfolg mit der Heilung in einem Duell machen. Und irgendwann verlierst du automatisch, weil du keine Karten mehr hast. Ist mir noch nie passiert. Aber es war, glaube ich, so nach 60 Runden oder so. Shit. Ja, also da habe ich es ein bisschen übertrieben. Der war ja auch nicht mehr nach wie vielen Runden. Dieses Spiel ist schlimmeres Gamble als Yu-Gi-Oh! Die Würfel machen so schlecht. Das Ganze wäre halt cool, wenn man halt generell einfach die Würfel weggelassen hätte. Ich dachte am Anfang aus, es könnte so ein Yu-Gi-Oh! 2.0 werden. Arsch geleckt. Das wäre richtig cool gewesen. Ja, weil die hätten die Würfel weggelassen, ne? Ja, dann hätten sie sich aber eine andere Ressource ausdenken müssen.
Ne, und halt immer ein Wechsel. Man darf halt nur einmal angreifen. Man hätte da so viel draus machen können. Und dann kommt Genshin. Es ist so schade. Let's finish this quickly. Gib mir bitte Kitsching. Löse den hier ein. Mach dann einmal eine E. Incoming. Machen wir es so rum. Dann habe ich das Teil für nachher Ich habe meine dahinter. Kitchen wieder mal umgebaut. Gott, wie oft denn noch? Wie ich mit dir zufrieden bin. Das ist du wahrscheinlich erst bei 100 zu 250 oder so. Nee, also 75 zu 300. Ist das Nee, ich überhaupt hab sie machbar? jetzt. Tatsächlich ja. Mit, wenn du eine Crit-Damage-Waffe mit 88 Crit-Damage-Waffe hast. Gibt es so eine aktuell? Allhelfen. Ach ja, richtig, der Idiot. Oder wie wär's mit Shiori-Waffe? Incoming. Ich dachte, die ist auf deinem Albedo drauf. Nein, die ist aber auf einem anderen Account. Ja, so. Ich habe mein Albedo immer noch nicht umgebaut. Ja, wie gesagt, ich habe halt für dich gepult, hattest du ja gesagt, und dann habe ich gesagt, Albedo hat eine neue Waffe. Ich meine, die Waffe kannst du auch theoretisch Kitchen geben oder eine Ayaka. Du weißt genauso gut wie ich, dass ich Ayaka nicht habe, weil ich Ayaka nicht leiden kann. Du magst den Spielstil nicht. Ayaka an sich Ja gut, da war was. ist Trotzdem, absolut fein. ich werde sie niemals pullen. Was dein Ersteindruck von Citatali, also die Quire? Wer? Citatali, die Ach, alte Silali! Hexe. Ja! Citatali, oder wie man das ausspricht. Was da... Ungefähr der Hälfte vom Namen ist stumm. Was so doof ist. Das ist so doof. So, jetzt sterben mal kurz zwei Charaktere auf einmal. Dammit. Right idea. Wrong time. Oder auch nicht. Scheiße. Ich habe nur Kitsching gekillt. Okay, also... Und leider Fate, das wird teuer. Wie kann man da in Kitchen killen? Sie stand im Weg. Da kann ich doch nichts für. Bitte? Sorry, sie steht halt im Weg. Kitchen steht nie im Weg. Oh, glaub mir. Ich stehe mir selbst im Weg. Ich weiß, was es heißt, dann an einem Weg zu stehen. I will not go quietly. Gib mir Carley. Und ich bin aktuell wirklich am Überlegen, ob ich mir ein neues Handy hole. Mein Problem ist, wenn ich mir ein neues Handy hole, will ich übertreiben. Ich bin ganz ehrlich, mein Handy hat 100 Euro gekostet. Ja, mein aktuelles hat auch nur so um die, ich glaube 200 gekostet. So teuer. Das war nämlich echt nicht teuer. Und ich fand schon die 100 Euro zu viel. Dann kauf dir keinen alten Scheiß! My reckoning has come. Die sagte, ich fand die 100 Euro schon zu viel für ein Handy. 100 gehen sogar noch für ein Handy, ganz ehrlich. Das ist noch vollkommen fein. Ich meine, wenn das Handy jetzt wieder 7 Jahre hält, bin ich fein mit. Erwarte nicht, dass ein 100 Euro Handy 7 Jahre hält, das kannst du vergessen. Ja doch, mein letztes hat auch 7 Jahre gehalten. Jesus, hast du Nokia? Nee, das war ein... Also das, was ich jetzt habe, ist ein... Xiaomi. Xiaomi, ja gut. Die sind qualitativ nicht so schlecht. Ja, es ist so... Ich kann mir wahrscheinlich eins, was von der Leistung her das gleiche kann, von Samsung kaufen. Das kostet halt gleich mal 200 Euro mehr. Ja, was soll ich sagen? Das nächste, das ich mir holen will, ist ein S24 Ultra. Weißt du, was das Scheißding kostet? Neu. In der größten Ausstattung, die du haben kannst. Ich werde nie verstehen, warum man am Handy zockt.
Du vielleicht nicht, ich schon. Also klar, ich gucke YouTube und mal ja übers Handy. Mein Handy braucht halt, muss halt nicht viel können. Ich muss telefonieren können, WhatsApp sollte drauf funktionieren und das war's. Ja, theoretisch geht WhatsApp auf meinem Handy. Ich hab's nur nie installiert. Das ist immer noch auf meinem alten Handy installiert. Weil ich lese so gut wie keine WhatsApps mehr. Ich benutze die App kaum noch. Ich hab sie, aber ich benutze sie nicht. Ja, kannst du jetzt mal die Klappe an der Stelle halten, danke. Ja, mach mal den hier bitte, dann habe ich die Ult. So, das heißt, ich mache etwa bis 9. Das heißt, ich kann noch schnell die Wahlen 3-mal rennen. F3. Scheiße, reicht nicht für den nächsten Poll. Schade. Beide Wahlen ist der Weekly Boss, den man am schnellsten durchrennen kann. Ah, jetzt kann ich das doch machen. Ich meine, ich mache das allein mit meiner Ganyu. Kunstwerk. Und das ohne die erste große Magie. Ich kann Ganyo in eine 1-Sterne-Waffe machen und ich mach's solo. Ich müsste sowieso noch eigentlich Dailies machen. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen. Ich hatte ja meine Probleme mit Honkai heute Mittag. Weil der scheiß Launcher sich dachte, er will Probleme machen. Ja, immer, aber auch maximal bis 9, weil ich noch mit Lord Anime gucken will. Ich muss mal gucken, was bei denen auf Crunchyroll aktuell noch dazugekommen ist. Also mindestens eine neue Folge müsste heute rausgekommen sein. Ich weiß nur nicht von was. Am nächsten Standard-Banner gibt's auf 30. Müssen Standard-Banner aber jetzt auch schon fast wieder im fast im Soft-Pity sein, glaube ich. So, nächste Runde habe ich gewonnen. 40, 50, 60, 63. Okay, jetzt 10 fast Soft-Pity. Ich hoffe nur, dass ich Verena E1 kriege. Welcher Charakter kommt? Doch, ich weiß, welcher Charakter als nächstes kommt. Ich könnte überlegen, ob ich versuche, Nahida C2 zu ziehen. Das werde ich auch versuchen. Weil C1 ist eh schon. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich bis dahin genug Gems zusammenkrieg. Du hast theoretisch genug, um sie zu pullen. Warum zur Hölle habe ich 706 Langzeit-Trainingspunkte? Wo kommen die her? Die kommen davon, dass ich für dich die Okulis geholt habe. Allein kommen, da sind ja schon 400 oder so zusammengekommen. Die Quests geben auch nicht gerade wenig. Ein Teil kommt wahrscheinlich auch von der Tatsache, dass ich durch Natlan gerannt bin und den ganzen Scheiß gemacht habe. Weil Natlan habe ich ja fast selber, habe ich ja ausschließlich selbst gemacht. Gar nicht wahr. Natlan habe ich auch ein bisschen was schon gemacht gehabt. Sicher? So sicher wie das Arm in der Kirche. Den Großteil habe ich gemacht. Weil ich bin durch die Scheißregion gelaufen und habe mir die Pyrokoli alle gesammelt. Und auch den ganzen Scheiß mal auf 90% oder so gebracht. Wo ist mein... Das ist ein Ganyu-Meld. Scheiß drauf, nehmen wir Ganyu-Meld. Ist eh egal. Ist egal, was ich nehme. Ich brauche ja eh nur Ganyu. Warte, welche Waffe hast du drin? Du hast... Ich hab vergessen, dass du keine KT hast. Scheiße.
Obwohl Doppel-Cryo sind nochmal 15. Ja gut, ich habe 35 KT hochgerechnet. Plus 20. Das ist mit Doppel-Cryo. Ja, plus 20 durch ihre Passive. Warum vergisst jeder immer Gallius Passive? Was ist los mit euch? Tut immer so, als würde die nicht existieren mit den 20 KT extra. Ja, das sind dann trotzdem nur 55. Danke, Devalen, dass du stirbst. Welche Passive ist das bitte? Eine ihrer beiden Passiven gibt ihr für die Frostblütenpfeile für den KT. Erhöht den Kryos-Schaden um 20%. Erhöht nach dem Abschließen von Frostblütenpfeilen die KT der folgenden. Ah, das heißt, ihr Normaler kriegt den KT-Boost nicht, nur die 3, die danach kommen, haben KT-Boost. Ich muss Ganyu mal definitiv wieder umbauen. Ja, die war eigentlich mal gut gebaut. Aber keine Ahnung, was du gemacht hast. Du hast die auseinandergenommen, nicht ich. Kann gar nicht sein. Fakte. What the fuck ist das für ein Scheißteil? Wieso hat dieses Scheißteil 20% Death? Das gibt's doch nicht. Nein. 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 Hä? Soll ihr doch irgendwas fotografieren? Nein. Nein. Wieso ist hier nur Bullshit? Was ist die 4. Stat hier? Müll. Scheiße. Ich habe echt nichts Besseres mit Cryo Damage? Könnte mehr drauf sein. Okay, das erklärt das. Das erklärt, warum ich keine KT habe. Wie viel EM brauche ich auf Ganyu? Beziehungsweise brauche ich überhaupt EM auf Ganyu? Ja. Wie viel ungefähr? Viel wie möglich. Scheiße, dann kann ich das Teil nicht draufpacken. Ich muss die Artefakte wahrscheinlich fast alle austauschen. Ich brauche nämlich irgendwoher mal mindestens 20 bis 30 KT noch. Irgendwie. Naja, kann ja auch ein Off-Piece-Teil sein. Ich brauche nur irgendwas mit Cryo-Damage, das irgendwie KT hat. Jetzt. Boah, wie nervig. Geht doch. Ja, ich mache nur knapp 50.000 mit Ganyu. Ja, dann kann ich, der über 100k macht. Ich kann es ja mal zum Vergleich mit der ersten großen Magie machen. Das dürfte wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ach, wie kommst du denn da drauf? Machen wir mal kurz einen Testrun, auch wenn ich es nicht leiden kann. Kleinari, gib mir mal kurz die erste große Magie. Das ist halt ihre beste Waffe. Warte, wie viel Kritscher? Ich hab 280 Crit-Schaden, what the fuck? Wie viel? 280. Ja, der fehlt da ganz eindeutig ein KT-Kopf. Meine hätte irgendwas so um die 260 rum. Ja, sie hat einen Crit-Schaden-Kopf. Ja, meine auch, aber ich habe genug KT in den Substats. Ja, ich nicht. Gut, ich muss mal gucken, ob ich da nicht noch was rumliegen habe. Ups. Ich kann die aus Versehen sterben lassen. Ganz skillig, nimmt ja immer mehr zu. Müll? Da brauchen wir gar nachzugucken.
Gut, theoretisch könnte ich noch Shinhees Ult dazwischen schmeißen. Es ist tatsächlich nicht viel mehr Damage. Ja, weil deine Werte absolut scheiße sind. Ja, maximal 57.000 statt 50.000. Das ist ein Unterschied von gerade mal 7.000. Das ist nichts im Vergleich. 7.000 ist gar nichts. Genau. Warte, wie viel Attack hast du? Ich? Nicht du, meine Ganyu. Zu wenig. 2,6. Mit Amos. Wieso Und macht halt das... drauf, na, was machen, Nick, was machen Sachen? Wieso macht das fast keinen Unterschied? Weil deine Werte scheiße sind. Okay, dann schauen wir mal. Habe ich zufälligerweise einen KT-Kopf? Nimm dir Beispiel an meiner Ganyu. Okay, da kriegen wir doch locker einen KT-Kopf. Ja. Ist das nicht auch so ein Open-World-Spiel wie Genshin? Mehr oder weniger. Habe ich hier vielleicht irgendwas mit Crit-Rate? Zufälligerweise. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Oh, das Teil hier wäre sogar gar nicht mal schlecht. Aber ja, zu wenig Attack. Wie viel Attack will ich reichen? Wie viel Attack brauche ich ungefähr auf Ganyu 2,4? 2,2 Minimum. Okay, dann kannst du sogar hinkommen. Ich glaube fast nicht, ich hab's. Damit verliere ich ungefähr knapp 60% kritischen Schaden. Jetzt habe ich 45 auf 150, bin ich auf 60, bin ich auf 80 zu 150. Das passt, fertig. Das dürfte jetzt ein bisschen öfter kritten. Ja, du willst halt Minimum die 50 KT. Ja, ich habe 45, das reicht. Wo ist der Sensor? Was davon war der Sensor? Das hier. So, was farm ich heute? Welchen Charakter, den ich spiele, habe ich noch nicht auf 10. Du bist egal, 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 egal. Geht das heute überhaupt? Theoretisch ja. Ich könnte Kitsching ein bisschen leveln. Ja, wär mal eine Masse. 5,99 oder wie? Ja, ich sag ja sowas ähnliches. Ich will erst ihre Ult, dann ihren Standard-Attack und dann ihre E? Was ist das für ein Bullshit? Hab ich ja noch nie gesehen. Du willst halt alles eigentlich gleichbleibend leveln. Okay, dann könnte sie also ein Kandidat für Triple Crown sein. Also du willst sie twibbeln. Ich glaube nicht mal, dass ich so viele Kronen aktuell habe. Grund Waifu. Mehr brauchst nicht. Okay. Achso, Grund 1 sie ist eine Waifu, Grund 2 sie ist Waifu, Grund 3 sie ist Waifu. Ja, einer Brauchst von du noch uns weiter? beiden hat ein Waifu-Pillow von ihr. Ja, wie gesagt, ich habe das mal irgendwo gesehen. Nö. Ich bin aber gerade dabei, das Event zu machen. Nur bei den einen Event hier, bei den Dingen, bin ich zu blöd, die dritte Stufe hier zu schaffen. Keine Ahnung, was ich da mache, die sterben zu schnell. Ich mache gerade das Event, kaum was mache ich dann. Und schon wieder eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der noch am Leben?
Ich will erstmal die ganzen... Skip. Das würde mich noch mindestens eine... Ja, es würde mich noch mindestens eine Stunde kosten, um Stamina völlig wiederherzustellen. Nein, keinen Bock. So lange streame ich heute garantiert nicht mehr. Und wolltest du nicht eigentlich auch nur bis 9 machen? Haben wir schon 9? Ja. Oh. Upsala. Dann mal jetzt Schluss. Ich mache nur noch Dailies und damit bin ich auch fertig. Wenn wir jetzt noch... Macht den Rest dann eh noch offstream. Ja, und Schmutz. Na gut, wo wollen wir jetzt hin? Weil ich wollte dann mit Lord noch Anime schauen. Ja, wo geht dann die Reise? Warum ist Fate so leise? Der schreit ihr halt Gefühl ins Ohr. Du musst mal in deinen OBS-Einstellungen gucken, weil ich weiß, wie laut mein Mikro ist. Nee, das Problem ist, wenn ich Discord zu hoch stelle, fängt es an zu hallen. Zumindest bei mir. Dann weiß ich aber nicht, woran das liegt. Also, Ich krieg hier nicht mal Full Setup raus. Die Gegner sterben zu schnell. ja, Standard. Ich glaube, ich habe das noch nie. 22 Sekunden Rekord. Wenn ich es auf normale Art und Weise mache. 22 Sekunden. Es geht noch schneller, aber... Das geht anders. So, dann gucken wir mal, was ich mit Bike-Kitching noch machen kann. Bauen, Tribbelkron. Baut ist sie ja theoretisch. Du hast sie gebaut. Kann ich So. ein bisschen lauter, kann ich dich nochmal. Ach komm. So, davon stellen wir 4 her. Weil ich finde jetzt echt cool, dass man nach Charakteren filtern kann. Das macht es so viel angenehmer. Ja, macht's auch. Beim Herstellen, da muss man... Ja, ich habe ihn jetzt lauter gestellt. Sollte er laut genug sein. So, dann gucken wir mal. Wo geht die Reise denn hin? Woanders. Nicht zu Fate. Tja, nämlich auch gleich Schluss, das macht nämlich keinen Sinn. Wen haben wir denn in der Liste? Geh doch zu Suffer. Ja, wäre eine Option, da bin ich eh schon im Lurk. Sag jetzt Ching, dann komm mal her. Ja, geh mal zu Saffa, der will ja heute mein Abyss machen. Das will ich mir angucken, den Wer will dein Abyss machen? nicht freiwillig. Ich habe es einfach eingelöst, weil ich mal ab und zu habe ich das Bedürfnis, einfach andere leiden zu sehen. Oh, das darf doch nicht wahr sein, als ob ich jetzt auf 788 Stack mit Kitching bin. Ja, doch. Seit wann ist meine Kitching C2? Keine Ahnung. Ja, 67,4 auf 195. Also ich denke mal, die ist fertig, mehr oder weniger. Ja, ich sage auf jeden Fall danke fürs Ja, Zuschauen, Die fürs hat nur grünen Mitmachen. Fels drin, natürlich. Funktioniert das. Und wir hören uns dann morgen wieder. Uhrzeit kann ich nicht sagen. Ich denke aber eher gegen Abend, dann wieder so 22 Uhr. 21:30 Uhr. Ihr kennt den ganzen Spaß. In dem Sinne, alle eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, vielleicht erstmal Trainings hier benutzen, damit ich Dailies einlösen kann. Ich muss noch mal gucken, zu wem ich gleich gehe. Alter, ist Saffa leise. So, und damit Stufe 23. Toll, Seelenfahrt, ne? Den beenden. Wie viele Gems habe ich aktuell? 2 wieder. Fehlt noch irgendwas an Dailies, das ich heute mache. Dailies dürften durch sein. Habe ich noch irgendwas anderes, das ich jetzt schnell machen kann? Nein. Insgesamt 1200 Punkte. Ne, die kriege ich einfach, weil ich gestern
Ach so, wann machst du mein Theater? Habe ich es nicht gemacht? Nein, aber ich glaube, das hast du noch nicht gemacht, weil was mit dem Geo-Charakter nicht stimmt. Ist Xylon überhaupt mit dabei? Ist Xylon im Theater? Ja, kannst nehmen. Geo, Pyro, Elektro. Irgendwie so war das doch. Elektro müsste gehen, Pyro auch. Ich habe nur mit Geo ein riesiges Problem. Es sei denn, du schaffst es irgendwie, mein Albedo umzubauen, dass der was macht. Der muss nichts machen, außer dumm aussehen. Ja, ich tausche mal kurz einen Wert aus. Auch wenn ich immer noch glaube, dass die Zinnober-Spindel auf ihm besser ist. Er trägt nur aktuell keine Artefakte. Ich müsste mal nachfarmen. So, dann schauen wir mal. Wo geht's denn hin? The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. Oh, wo geht's rum? Ah, wo gehen wir denn hin? Ach, scheiß drauf, gehen wir da hin. Oh, ich hasse dich. Wieso hasst du mich denn schon wieder? Ah, nicht dich. Ich hasse diesen Boss. Ich meine, dich hasse ich sowieso, aber... Vorsicht! Ich bin derjenige, der dir aushilft. Also Vorsicht. Hä? Egal. So, dann würde ich aber sagen, mache ich Schluss für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, Ach dass wir komm, uns hier lass mich doch bald wenigstens wiedersehen. einmal die Shinzi machen. Ciao!